Zum Trompetespielen gehört die Zirkularatmung heutzutage einfach mit dazu. Man trainiert automatisch anhand von einer Übung verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Ausdauer, Ansatz, auch die Atmung bzw. die Kontrolle deines Instruments. Doch wie funktioniert die Zirkularatmung, die Permanentatmung, so wird es auch manchmal genannt? Wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch und du kannst die Übungen auch gleich immer mitmachen. Wichtig ist zu wissen, es funktioniert nicht innerhalb eines Tages, sondern du wirst dafür einen gewissen Zeitraum brauchen. Bei manchen ist es innerhalb von einer Woche schon erledigt, manche brauchen 5, 6 Wochen. Also lass dir Zeit und nimm dir auch die Zeit, damit du diese Technik erlernen kannst und letztendlich dann später auch aufs Instrument übertragen kannst. Also erstmal ohne Instrument. Wir drücken Luft aus unserer Mundhöhle raus. Das heißt, wir speichern erstmal zwischen. Da ist jetzt Luft drin und die drücke ich jetzt raus. Am besten auch mit diesem Geräusch, dann hast du automatisch auch ein akustisches Feedback. Der zweite Schritt, und der ist schon wesentlich komplizierter, wir machen genau das gleiche, drücken Luft aus unserer Mundhöhle heraus und atmen gleichzeitig über die Nase Luft in uns ein. Da ist es ganz wichtig, dass das Geräusch der Lippen nicht abreißt und du, während du Luft rausdrückst, mit der Nase einatmest. Das ist schon ein Riesenschritt nach vorne, um diese Technik zu erlernen. Sehr gut. Dauert ein bisschen, natürlich geht es nicht von heute auf morgen, sondern dafür musst du schon ein paar Tage einplanen. Der nächste Schritt ist jetzt, wir drücken wieder Luft raus, atmen durch die Nase zeitgleich ein und schalten auf Lungenbetrieb über. Das heißt drücken, atmen und jetzt drücken, atmen und auf Lungenbetrieb umschalten. So lange, bis eben Luft dann aus der Lunge draußen ist, beziehungsweise du wirst es merken, entsteht wie so eine Art Knödel hier im Hals. Das ist nicht ganz einfach umzuschalten. Du wirst es dann später auch auf der Trompete merken, dass dieser Bereich von rausdrücken, einatmen und dann umschalten gar nicht so einfach ist. Entweder der Ton reißt ab oder der Ton wird sehr dünn. Die Intonation verändert sich nach unten oder nach oben, je nachdem wie stark du eben die Luft aus der Mundhöhle rausdrückst. Dann dieses Umschalten wird dann die Luftgeschwindigkeit rausnehmen erstmal, das heißt der Ton sackt so etwas ab und kommt danach wieder in die Intonation. Also du wirst auf jeden Fall merken, dass sich etwas verändert. Das ist am Anfang auch überhaupt nicht problematisch, denn du erlernst diese Technik jetzt Schritt für Schritt. Wichtig ist nur, dass wir dranbleiben und idealerweise schaffen wir diesen Umbruch so, dass der Ton bleibt, die Intonation bleibt und du sozusagen ohne Probleme dann auf Lungenbetrieb umschalten kannst. Aber, und es kommt jetzt auch noch dazu, es geht nicht nur um das Einatmen, sondern auch um das Ausatmen. Das heißt, wenn du viel Luft in dir hast, kannst du Luft rausdrücken und zeitgleich über die Nase Luft ablassen. Und so weiter und so fort. Also, da kannst du auf jeden Fall rumspielen. Wichtig ist aber, wenn das funktioniert mit dem Einatmen, dass du es letztendlich dann auch auf die Trompete übertragen bekommst. Und das machen wir jetzt. Du nimmst dir am besten einen bequemen Ton, G1 meistens so Mittellage, C2. Es geht auch ganz gut unten auf ein C1. Also probier mal aus, auf welchem Ton es bei dir am besten klappt. Wir nehmen jetzt den Ton G1 und probieren erstmal den Ton zu spielen, Luft zwischen zu speichern und diese dann rauszudrücken. Wir atmen noch nicht ein, wir schalten noch nicht auf Lungenbetrieb wieder zurück, sondern wir spielen den Ton, speichern Luft zwischen und drücken diese durch die Trompete. Und dann ist Schluss. Gleich nochmal. Jawohl. Und raus damit. Jawohl, jetzt machen wir den zweiten Schritt, wie gerade eben trocken, jetzt auch auf der Trompete. Wir spielen den Ton, speichern zwischen, drücken raus und atmen zeitgleich mit der Nase ein. Gleich nochmal. Jawohl. Und ein drittes Mal. Jawohl, das ist schon mal sehr gut. Also wenn wir den Ton beibehalten können, die Luft rausdrücken, währenddessen wir einatmen,
ist schon mal ein riesen Schritt nach vorne. Und jetzt kommt natürlich der krönende Abschluss. Das heißt letztendlich dann wieder auf Lungenbetrieb umstellen, damit der Ton weiter erklingt. Los geht's. Also, du siehst, es muss schnell funktionieren. Anfänglich haben wir es langsam gemacht, damit uns eben die Schritte bewusst sind. Und jetzt, wenn wir es auf der Trompete machen, ist es wichtig, dass das Ganze schnell funktioniert, weil dieser Zeitraum, in dem ich Luft rausdrücke, ja nicht unendlich dauern kann. Das heißt, ich drücke raus, atme schnell, stoßartig Luft zu und kann es natürlich auch wiederholen, repetieren und immer wieder kann ich mich da voll machen. Wenn ich dann zu viel Luft in mir habe, kann ich natürlich auch auf die gleiche Art und Weise die Luft wieder rausdrücken etc. Aber diesmal nicht durch die Nase einatmen, sondern Luft ablassen. Auch das machen wir jetzt mal, gehört auch dazu. Und wenn ich Luft ablasse, muss ich natürlich irgendwann auch wieder Luft nachatmen, sonst bin ich ja komplett leer. Also, du kannst so auf diese Art und Weise den Ton sehr lange aushalten, sei es in Literatur, wo du auch mal lange einen Ton aushalten musst, also länger als die Luft in dir auf einen Atemzug reicht. Auf diese Art und Weise kannst du es dann ohne Probleme machen oder eben diese Technik erlernen, um dein Trompetespielen zu verbessern und um verschiedene Punkte, wie am Anfang aufgezählt, zu verbessern. Hast du Fragen, dann stell sie ab in die Kommentare oder schreib mir persönlich. Ansonsten gerne am Ende noch ein Like und Abo dalassen. Probier es aus und erzähl uns, wie es bei dir funktioniert. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.